Niklas Vater hatte Krebs. Es war ein Auf und Ab über mehrere Jahre. Doch im Januar haben die Ärzte keine Hoffnung mehr für ihn. Am 7. Januar war es genau, das ist ein Tag, den ich nicht vergessen werde. Für mich sogar schlimmer als der Todestag selbst. Und zwar kam dann die Diagnose, dein Papa wird in 3 Monaten sterben. Und dann ist an dem Tag für mich eine Welt komplett zusammengebrochen. Der Gedanke, dass der Papa nicht mehr da sein sollte. Ich liebe meine Mama über alles und ich bin so froh, dass ich sie habe. Aber ich habe auch meinen Papa über alles geliebt. Es war immer so mein Vorbild, mein Held. Und so hatte ich ihn immer gesehen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Wiesbadener 19 Jahre alt. Er will für seine Eltern stark sein. Doch beim Einkaufen mit seiner Mutter bekommt er seine erste Panikattacke. Und es wird immer schlimmer, denn er hat Angst, was mit seinem Vater passieren könnte, wenn er nicht zu Hause ist. Bis es eines Tages gar nicht mehr geht. An dem Tag bin ich nach Hause gegangen und dann ab dem Tag habe ich dann 2 Monate die Wohnung nicht mehr verlassen. Man konnte vom Schlafzimmerfenster aus auf der anderen Straßenseite den Zigarettenautomat sehen. Aber ich bin auf der anderen Straßenseite gewesen, ich habe gerade das Geld eingeworfen, ich habe mich umgedreht, habe zu dem Fenster geschaut, wo der Papa drin lag und habe eine Panikattacke bekommen und bin zurückgerannt. Niklas sagt, wenn er schon zu Hause ist, will er seinem Vater helfen. Die Mutter arbeitet Teilzeit und Niklas kümmert sich rund um die Uhr. Er gibt seinem Vater Medikamente und Essen, hilft ihm beim Duschen. Wie andersrum damals vor, sag ich mal, 18 Jahren, also vor 20 Jahren, wo ich noch ein Baby war, da hat er mich geduscht. Und deswegen habe ich jetzt ihn geduscht. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt einfach selbstverständlich. Es war mir generell eine Ehre, was für meinen Papa zu machen, weil es gab keinen Wunsch in meinem Leben, den er mir nicht ermöglicht hat. Also mein Papa und meine Mama haben mir wirklich alles ermöglicht. Und sage mal so, konnte ihm nicht mehr viel geben, aber das, was ich konnte, habe ich ihm noch zurückgegeben. Wie belastend die Situation trotzdem für Niklas ist, merkt der Palliativpfleger des Vaters. Er rät ihm, sich an den Verein Aufwind zu wenden. Hier kümmern sich Experten um Kinder und Jugendliche mit krebskranken Eltern und ihren Sorgen und Ängsten. Weil im Rahmen dieser Tsunamiwelle, die über eine Familie reinbricht, häufig einfach die ganze Normalität wegbricht. Und diese Kinder und Jugendliche einfach Platz dafür brauchen, dass auch sie mit ihren besonderen Bedürfnissen im Umgang mit der Situation gesehen werden. Das fällt aber hinten runter. Und deshalb braucht es da einfach einen Platz, wo sie wieder in der gebotenen Selbstverständlichkeit wichtig sind. Niklas kommt zum ersten Mal eine Woche vor dem Tod seines Vaters zu Psychotherapeutin Sabine Brütting. Auch hier hat er zuerst eine Panikattacke. Und danach habe ich mich beruhigt, weil ich dann auch hier in diesem Zimmer saß. Und sie hat gesagt, okay, alles gut, hat mir was zu trinken gegeben und jetzt reden wir einfach mal los. Und so mehr ich mit ihr geredet habe und ich einfach nur gemerkt habe, sie hört mir zu, umso wohler habe ich mich einfach gefühlt. Ich habe geredet mit einer Person, die mich vorher nicht kannte, die ich vorher noch nicht kannte. Manchmal hat man so einen Gedankengang, man möchte die Freunde nicht unbedingt damit belasten. Man möchte jetzt nicht seinen engeren Umkreis damit belasten, sondern einfach mal mit einer Person reden, die von dir nichts weiß, gar nichts. Wichtig ist es, zunächst einfach mal zuzuhören und ein Stück zu signalisieren, dass er in seiner Situation nicht alleine ist. Gerade bei Jugendlichen erlebe ich es häufig, dass sie das Gefühl haben, sind all diese Stimmungen und die Stimmungsschwankungen, ist all das, was im Moment bei mir passiert, ist all das normal. Und da tut es gut, von jemandem, der viel mit dem Thema zu tun hat, der viel mit Jugendlichen im Kontakt ist, zu hören, dass das alles normal ist. Niklas Vater wird immer schwächer. Er stirbt am 19. März zu Hause. Niklas und seine Mutter beerdigen ihn in einem Friedwald unter einem Baum. Ich habe auch gesagt am Anfang, warum hatte ich nur 19 Jahre mit meinem Papa? Im Endeffekt sage ich bin so dankbar für die 19 Jahre, die ich hatte. Er hat mir noch so viele Sachen mitgegeben auf meinen Weg, die ich auch sehr zu schätzen weiß. Die Panikattacken haben aufgehört. In ein paar Wochen macht Niklas seine Abschlussprüfung als Anlagenmechaniker. Er und seine Mutter haben sich einen Welpen geholt und freuen sich über das neue Leben bei ihnen. Und auch wenn Niklas Vater nicht mehr bei ihnen ist, die Erinnerungen an ihn bleiben lebendig.